Aus dem Tagebuch von Richard Francis Burton. Erste Expedition, Tag 44. Corporal Edmund Borton ging voraus. Als ich hinter ihm ging, bemerkte ich, wie er immer wieder an seinem Nacken kratzte. Ich sah etwas, was aussah wie eine nässende Öffnung. Ich fragte mich, wie das so lange unbemerkt geblieben ist und befahl ihm, mit dem unhöflichen Kratzen aufzuhören. Erste Expedition, Tag 67. Der eigenartige Stich von Corporal Edmund Borton hatte sich stark entzündet und er begann sehr kränklich auszusehen. Eines Morgens bemerkte ich mit Schrecken, dass er zu einem Ungeheuer mutiert war. Zweite Expedition, Tag 85. Ein schriller Schrei durchbrach die Stille der Nacht. Ich ging der Sache auf den Grund und sah, dass Lieutenant Henry Theophilus vom Monstrum angefallen wurde. Ich überließ es den beiden, ihren Streit beizulegen. Die grausamen Schreie hallten noch lange, nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, in meinem Kopf wieder. Der Rest der Nacht war in tiefe Stille gehüllt und am nächsten Morgen war Lieutenant Henry Theophilus fort. Zweite Expedition, Tag 112. Ich war zu schwach, um weiter zu marschieren. Ich war halb verhungert und zitterte am ganzen Körper. Ich bat Abscheulichkeit um Verzeihung, bevor ich ihm geschwind den Nacken brach. Er schmeckte köstlich und ich spürte, wie die Kraft in meinen Körper zurückkehrte. Zweite Expedition, Tag 122. In einem Moment der Stille gedachte ich der Verluste, die wir für diesen Moment des Ruhms in Kauf nehmen mussten. Unser Schiff setzte Kurs auf Großbritannien. Eine weitere erfolgreiche Expedition. Und so oder so ähnlich könnten Expeditionen in The Curious Expedition ablaufen. Die eben vorgetragenen Auszüge stammen tatsächlich aus meinen ersten Stunden im Spiel, das sich noch am ehesten mit Roguelikes oder Rogue-Lites wie FTL vergleichen lässt. Nur eben, dass das Setting kaum weniger mit FTL zu tun haben könnte. In dem Spiel der Berliner Firma Maschinen-Mensch geht es darum, für Europa erfolgreiche Expeditionen in unerforschte Gebiete der Welt zu führen, um so durch das Ansammeln von Ruhm in die Geschichte einzugehen. Wobei sich das Spiel selber zum einen nicht ganz ernst nimmt und zum anderen auch mit bereits bekannten Persönlichkeiten gespielt wird, wie Madame Curie oder Nikola Tesla, die mit Expeditionen jetzt vermutlich nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten. Das sind aber nur 2 der insgesamt 19 Charaktere, von denen wir einen zum Beginn jedes Spiels auswählen müssen. 6 dieser Charaktere stehen einem von Anfang an zur Verfügung. Die anderen werden dann durch bestimmte Erfolge freigeschaltet, darunter auch viele, die das erfolgreiche Abschließen des Spieles voraussetzen. Die Charaktere haben jeweils eine oder indirekt manchmal auch 2 besondere Charaktereigenschaften und starten mit einer individuellen Zusammenstellung von Ausrüstung und Expeditionstrupp für die erste Expedition. Als nächstes wählen wir nun einen der 3 Schwierigkeitsgrade aus, die einen erheblichen Unterschied machen, auf den ich aber später noch zurückkommen werde. Ich kann aber bereits an dieser Stelle vorwegnehmen, dass ich den normalen Schwierigkeitsgrad namens Expedition empfehle, da der höchste Schwierigkeitsgrad zu deutlich glücksabhängigerem Gameplay führen wird. Uns werden an der Stelle dann auch noch unsere Konkurrenten angezeigt. Wir alle verfolgen das Ziel, am Ende mit mehr Ruhm dazustehen als die anderen. Und dabei auch noch zu überleben natürlich. Wir landen nun auf der Weltkarte, auf der man den Zielort der Expedition auswählen muss. Dort lässt sich dann auch der Geländetyp erkennen, mit dem man es zu tun haben wird und für welche man auch etwas seiner Ausrüstung abstimmen sollte. Reist man in den Dschungel, sollte man beispielsweise ordentlich Macheten mitnehmen, mit denen man sich entsprechend den Weg frei hacken und so die Reise vereinfachen kann. Darüber hinaus lässt sich an der Stelle auch einsehen, wie viele besondere Orte sich auf der Karte befinden. Schade ist, dass sich das lediglich hier und nicht mehr später einsehen lässt, weshalb es wohl am besten wäre, wenn man sich diese Informationen an der Stelle aufschreibt. Ist das Ziel gewählt, geht es zu den Docks. Dort wird einem dann zunächst noch ein Auftrag angeboten, was in der ersten Mission immer ein Überbringe einen Brief oder eskortiere jemanden zum Schiff sein wird. Ein Auftrag, der sehr einfach ist und den man auf jeden Fall annehmen sollte. Später wird man noch auf etwa 4 oder 5 andere Aufträge stoßen, die dann jeweils eher ein Hit or Miss sein können und bei denen ich die Erfolgschance eher zwischen 1 bis 2 Drittel verordnen würde. Schafft man diese Aufgabe, gibt es eine nette Belohnung von Geld, das man beim Einkauf verwenden kann, zu dem wir gleich kommen. Scheitert man jedoch, wird man Ruhm verlieren, also die Punkte, von denen man mehr als die Konkurrenz braucht, um am Schluss zu gewinnen. Bei späteren Expeditionen haben wir an der Stelle auch noch die Möglichkeit, ein weiteres Crewmitglied anzuheuern. Waren wir zuvor erfolgreich, hat man eine Auswahl von 3 Charakteren, ansonsten steht lediglich ein neues Crewmitglied bereit. Da man allerdings auch nur insgesamt 4 Begleiter mitnehmen kann und Tiere ebenfalls als Begleiter zählen, sollte man sich hier gut überlegen, wen man mitnimmt.
Tiere sind vor allem gut, um Lasten zu tragen, können aber auch zum Kämpfen eingesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie keine Loyalitätsstufen haben und man sich grundsätzlich auch keine Sorgen machen muss, dass diese Ärger verursachen. Das sieht wiederum bei den menschlichen Begleitern anders aus. Die haben je nach Klasse teils erhebliche Vorteile, wie beispielsweise Lasttiere effizienter zu machen, die Sichtweite oder die maximale geistige Gesundheit zu erhöhen. Außerdem haben sie auch noch, ebenfalls abhängig von der Klasse, unterschiedliche Fähigkeitswürfel, die hier nicht nur wie bei den Tieren für den Kampf, sondern auch noch bei anderen Ereignissen eingesetzt werden können, wie beispielsweise dabei, einen Gegenstand zu stehlen, den man für eine Mission benötigt. Da aber dieses Würfeln immer extrem glücksabhängig ist, ist es vermutlich empfehlenswert, diesen Checks in den meisten Fällen einfach aus dem Weg zu gehen, sofern das denn möglich ist. Es wird aber immer der Moment kommen, in dem ein Begleiter von einem Baum zerquetscht werden wird. Und an diesem verdammten Event habe ich schon mehr als nur ein paar Begleiter verloren. Die Chancen lassen sich hier durch rote Würfel verbessern, aber eben auch nur um 33% pro Würfel, was immer noch eine Katastrophe ist. Und so wird das Spiel durch diese Würfel-Events teils extrem glücksabhängig. Dazu aber später noch mehr. Tiere geraten jedenfalls deutlich seltener in diese Events und sammeln auch keine negativen Eigenschaften an. So können Crewmitglieder sehr schnell zu Pyromanen werden und dabei besuchte Orte abfackeln, Kleptomanen oder Kannibalen werden. Und diese Eigenschaften können dann ebenfalls mit etwas Pech getriggert werden und den Verlauf der Expedition deutlich verändern. Bevor wir aber nun lossegeln, gibt es noch einen letzten wichtigen Schritt, das Kaufen von passender Ausrüstung. Auch diese Option gibt es bei der allerersten Expedition noch nicht, sodass man dort mit dem charakterspezifischen Equipment losziehen muss. Ab der zweiten Expedition wird uns dann jedoch ein Handelsmenü angeboten, in welchem wir entsprechend passende Ausrüstung kaufen sollten. Idealerweise hat man sich gemerkt, welchen Zielort man zuvor ausgewählt hatte, sodass man nicht mit Schneeschuhen in den Dschungel zieht, sondern die passenden Macheten kauft. Fackeln werden bei jeder Expedition für Höhlen benötigt und ein wenig Proviant für geistige Gesundheit und ein paar Ärztekoffer können auch nicht schaden. Das Geld, das man hier zum Einkauf zur Verfügung hat, wird im Übrigen am Ende der vorherigen Expedition dadurch bestimmt, welche Schätze man spendet und welche man verkauft, aber dazu kommen wir später noch. Eine weitere Möglichkeit, Geld zu investieren, wäre außerdem, die Kapazitäten des Transporttieres zu erhöhen, was gerade am Anfang auch sehr sinnvoll ist, da der Platz arg knapp sein wird und man sonst ständig überlegen muss, was man am besten wegwirft. So, nun aber geht es los mit der Expedition. Mit dem Schiff geht es erstmal durch den Pixelozean hin zum Ankerplatz, von welchem aus wir dann zu Fuß in das unbekannte Gelände vordringen. Das Schiff dient dabei zum einen als Lager für Gegenstände, zum anderen aber auch als Rastplatz. Die Frage ist allerdings, ob man wirklich die Zeit dafür verwenden will, um hin und her zu laufen, denn wie schnell wir die Expedition abschließen, entscheidet maßgeblich über unseren Ruhm. Und um eine Expedition wirklich erfolgreich abzuschließen, müssen wir jeweils einen goldenen Tempel finden. Auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad kann man an der Stelle dann auch die Expedition beenden. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad muss man zusätzlich auch noch den Weg zurück zum Schiff überleben. Am linken Bildschirmrand sehen wir nun auch unsere Konkurrenten und eine Angabe darüber, wie lange diese noch benötigen, um ihre Expedition zu beenden. Schließen wir die Expedition als Erster ab, gibt es einen deutlichen Ruhmbonus. Ist es uns bereits klar, dass wir ohnehin Letzter werden, können wir uns auch überlegen, ob es nicht Sinn macht, noch etwas länger zu verweilen, um die restlichen Schätze in der Gegend abzutransportieren. Am oberen Bildschirmrand finden wir hingegen unsere geistige Gesundheit, die aber im Grunde unser Wohlbefinden an sich widerspiegelt und beispielsweise auch durch das Essen von Proviant oder durch Rasten aufgefüllt werden kann. Verbraucht wird diese geistige Gesundheit vor allem durch das Reisen. Das Bewegen auf der Karte verläuft dabei wie folgt ab. Zunächst gibt es bei jeder Reise gewisse Mindestkosten an geistiger Gesundheit, wodurch es Sinn macht, nur wirklich nötige Zwischenstopps zu machen. Abhängig von der Geländeart sind nun die Kosten an geistiger Gesundheit sehr niedrig, wie beispielsweise im Flachland, oder sehr hoch, beispielsweise im Dschungel ohne Machete oder beim Erklimmen von Hügeln. Allerdings kann eine Reise mit hohen Kosten an geistiger Gesundheit deutlich schneller sein, was die Reisezeit betrifft. Das Spiel wird hier immer zunächst die Route mit den geringsten Kosten vorschlagen. Jedoch kann man auch selber entsprechend Zwischenpunkte umverlegen, um hier genau die Route zu verwenden, die gerade am günstigsten ist. Rasten kann man aber eben nicht überall, und so sollte man die Reise gut planen und bei einer Reise ins Ungewisse auf jeden Fall auch Proviant mit haben, um die geistige Gesundheit wieder auffüllen zu können, bis man einen der 3 unterschiedlichen Ortstypen gefunden hat, in denen man außer auf dem eigenen Schiff nächtigen kann. Das wären zum einen reine Raststellen, bei denen man eben nicht viel mehr machen kann als zu rasten. Dann wären da Dörfer von Eingeborenen.
Hat man keinen schlechten Ruf bei den Eingeborenen, welcher sich im Übrigen zwischen -10 und +10 bewegen kann, bei einem Wert von 0 startet, durch das Plündern von Schreinen und Töten von Wildtieren immer weiter sinkt und durch das Verschenken von Waren wieder erhöht werden kann, dann lässt sich dort Handel treiben, ein Eingeborener oder ein Tier anheuern und eben auch rasten, wobei letzteres dann auch bei jedem Mal 2 Rufpunkte kostet, sodass das also recht schnell teuer wird. Zuletzt wären da noch von Priestern geführte Missionen. Dort befinden sich kleine Lager, von denen aus Gegenstände am Schluss der Expedition automatisch abtransportiert werden. Man kann dort handeln und erzielt dabei erstaunlich gute Preise für Alkohol. Und zu guter Letzt ebenfalls rasten, aber eben auch nicht umsonst, sofern man nicht selbst einen Priester in der Gruppe hat. Egal wo man jedoch rastet, beim Rasten besteht auch eine gewisse Chance, ein Event zu triggern. Manchmal ist es lediglich Flavortext ohne spielmechanische Relevanz, nicht selten kann es aber auch zu Ereignissen mit spielerischen Auswirkungen kommen. Ob es beispielsweise eine gute Idee ist, von dem Fleisch der Ureinwohner zu probieren, bei dem es sich auch gut um Menschenfleisch handeln könnte? Und was treibt der Missionar des Nachts? Sollte man den Geräuschen wirklich nachgehen? Man kann jedenfalls klar sagen, dass die Optionen zum Rasten recht beschränkt sind, man außerdem unter Zeitdruck steht und daher die Reise gut geplant sein will. So gut es eben geht mit den paar Informationen, die man hat. Und apropos mangelnde Informationen. Links oben am Bildschirmrand gibt es auch noch eine Art Kompass, der eigentlich vage in die Richtung des Goldenen Tempels zeigen soll, dem eigentlichen Hauptziel jeder Expedition. Jedoch wird dieser auch von magnetischen Bergen fehlgeleitet und kam mir dadurch so unzuverlässig vor, dass man ihn auch oftmals besser ignoriert. Was gibt es nun auf der Karte neben den Orten zum Rasten und der Pyramide noch zu entdecken? Da wären zum einen Höhlen, die man besser mit einer Fackel betreten sollte. Da wären Tempel und Schreine, von denen man goldenen Schmuck plündern kann, was dann aber nicht nur den Ruf bei den Ureinwohnern ruiniert, sondern auch noch durch einen Fluch die Umgebung maßgeblich verändern kann. Sodass man beispielsweise von einer Wasserfontäne verfolgt wird, ein Feuer ausbricht, sich eine Kluft im Boden auftut und so weiter, sodass man also ganz schnell das Weite suchen sollte. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Dingen wie Händler, verlassene Lager, Tierfriedhöfe und so weiter. In den meisten Orten gibt es jeweils eine ganze Reihe von unterschiedlichen Events, die man triggern kann. Teils lassen diese sich mit entsprechendem Equipment noch recht sicher lösen, wie beispielsweise durch eine Fackel beim Betreten einer Höhle oder einem Seil beim Erkunden eines Berges. Aber oftmals ist es dann auch glücksabhängig, wie der Ausgang ist. Beispielsweise, wenn ein Charakter durch einen Felsspalt kriechen soll, wozu entsprechend dann eine Würfelprobe abgelegt werden muss. Und würfelt man dann nicht erfolgreich, ist der Charakter auch mal schnell tot. Ganz ähnlich sieht es dann auch mit schlechten Ereignissen beim Reisen aus, die dann in regelmäßigen Abständen auftreten, wenn man keine geistige Gesundheit mehr hat. In den meisten Fällen gibt es erstmal eine Art Vorwarnung, sodass beispielsweise in einem Event ein Expeditionsmitglied vorschlägt, dass es langsam Zeit wird, eines der Lasttiere zu schlachten oder man sich erstmal Halluzinationen oder Ähnliches einfängt. Danach geht es dann aber auch schnell ans Eingemachte. Expeditionsmitglieder bringen sich gegenseitig um oder müssen als letzter Ausweg als Nahrungsmittel dienen. Yummy. Einige dieser Events sind aber auch einfach extrem nervig und können einem aus dem Nichts ein Expeditionsmitglied kosten. Und da kommen wir dann wieder zum eingangs erwähnten Baum, der in einem Event ein Gruppenmitglied zerquetscht. Dieses Event scheint zum einen sehr häufig aufzutreten, ist jetzt an für sich nicht gerade spannend und gleichzeitig extrem frustrierend, wenn man es eben nicht schafft, mit ein paar zur Verfügung stehenden roten Würfeln ein passendes Symbol zu werfen, wodurch dann schnell mal ein Gruppenmitglied einfach hops geht. Jetzt werdet ihr sicher denken, dann darf man es mit der geistigen Gesundheit eben nicht so weit kommen lassen. Und das ist auch an sich nicht falsch, nur eben abhängig vom Schwierigkeitsgrad eben nicht wirklich praktikabel. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad muss man zum einen von der Pyramide auch wieder zurück zum Schiff reisen und zum anderen sind auch die Reisekosten höher, sodass man auch beim reinen Erkunden extrem schnell an seine Grenzen stoßen wird. Und gerade weil diese Events wie ein Baum fällt herunter und zerquetscht ein Gruppenmitglied so frustrierend sind und eine erhebliche Glückskomponente hinzufügen, würde ich auch grundsätzlich empfehlen, eher den mittleren Schwierigkeitsgrad zu wählen, auf dem man ganz gut klarkommen sollte, wenn man vorsichtig vorgeht und diese schlechten Events zum größten Teil vermeiden kann. Es gibt aber auch noch ein weiteres glücksbasierendes Element im Spiel, das ebenfalls teils etwas nervig sein kann und bei viel Pech auch zum Tod führen kann. Und das wären Kämpfe gegen Wildtiere, insbesondere gegen später auftretende Riesenkrabben und sagen wir mal prähistorische Gesellen.
Bei diesen Kämpfen werden ebenfalls die Würfel gezückt und man hat 3-mal die Chance, Würfel neu zu werfen, sofern man mit den Ergebnissen nichts anfangen kann. Mit welchen Ergebnissen man etwas anfangen kann, merkt man daran, dass die benutzbaren Würfel vibrieren. Hat man beispielsweise unter anderem ein Schwert und einen Schild gewürfelt, kann man einen der Würfel zunächst nach rechts in das Kampffenster ziehen. Beim Schwert wird dieser alleine aber erstmal nur einen Punkt Schaden anrichten. Der Würfel mit dem Schild wird aber immer noch vibrieren. Legt man ihn dazu, wird daraus nun eine Kombination aus 2 Schaden und 2 Schutz. Schon eine sehr gute Kombination. An sich eine ganz nette, unkonventionelle Idee, einen Kampf zu führen, die aber an ein paar Ecken hakt. Zum einen hat man natürlich immer noch die Chance, einfach Müll zu werfen, und die Angriffe der Gegner sind ebenfalls recht glücksabhängig. Zum anderen hat man aber eben auch keine Ahnung, welche Würfelkombinationen überhaupt existieren und welche sinnvoll sind. Sich diese alle zu merken, ist dank der Vielzahl auch etwas schwer, da es alleine 24 unterschiedliche gültige Kombinationen mit den 3 Hauptwürfeln gibt. Daher bleibt fast nur, wenn man im Kampf ein gescheites Ergebnis erzielen will, in der Wiki nachzuschauen, wo alle Kombinationen gelistet sind. Davon solche doch wichtigen, wenn nicht essentiellen Infos nur durch Experimentieren oder extern verfügbar zu machen, halte ich persönlich nichts. Vor allem nicht bei so vielen Optionen in einem Spiel mit einer doch recht limitierten Spielzeit. Die im Übrigen, sobald man einmal den Großteil der Texte kennt und diese nur noch überfliegt, etwa 3 Stunden für ein volles Spiel mit allen 6 Expeditionen beträgt. Persönlich hatte ich das Spiel nach etwa 10 Stunden das erste Mal geschafft, nachdem ich nach den ersten etwa 7 Stunden dann den hohen Schwierigkeitsgrad runter auf den normalen Schwierigkeitsgrad gesetzt habe, auf dem das Spiel auch gleich deutlich frustfreier wurde. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, ist die Levelmechanik des Spiels. Während der Hauptcharakter automatisch bei jeder abgeschlossenen Expedition auflevelt und dabei auch eine von 3 zufällig ausgewürfelten Fähigkeiten auswählen kann, wie dem schnelleren Bewegen auf einem bestimmten Geländetypen, kann man die Begleiter ebenfalls steigern, indem man Erkundungspunkte sammelt. Diese wiederum erhält man, indem man möglichst viele Orte im Spiel aufdeckt. Bei der Steigerung eines Begleiters wird grundsätzlich seine Spezialfähigkeit weiter ausgebaut und er kann auch einen zusätzlichen Würfel erhalten, den er zum Kampf und bei Prüfungen einsetzen kann. Ist dann eine Expedition abgeschlossen, werden wir zunächst mit viel Jubel in Europa empfangen und können dort die erwähnte Fähigkeit auswählen. Danach geht es dann zur Übersicht, auf der uns erstmal angezeigt wird, wie viel Ruhm die Konkurrenz gesammelt hat. Gefolgt von der Entscheidung, was wir mit den heimgebrachten Schätzen anstellen. Verkaufen wir sie für Geld, lässt sich mit dem dann Equipment für die nächste Expedition einkaufen, das durchaus überlebenswichtig sein kann. Spenden wir sie für Ruhm, kommen wir dem Gesamtsieg des Spieles näher. Schlussendlich muss man hier immer abwägen, wie viel Geld man sinnvoll einsetzen kann und wie die Wertigkeit der Gegenstände ist. So geben einige Gegenstände deutlich mehr Ruhm als Geld und andere entsprechend andersherum. Und sind die Entscheidungen für die Gegenstände getroffen, geht es dann auch gleich weiter zur Vorbereitung für die nächste Expedition, womit wir dann auch das Spiel umrissen hätten. Noch kurz zum Technischen. Die Musik ist zwar nett, aber etwas zu kurz und nicht durchgängig aktiv. Die Grafik ist ganz nette Pixelgrafik, ohne jetzt dabei irgendwie besonders negativ oder positiv aufzufallen. Was jedoch ganz cool ist und jetzt nur indirekt etwas mit der grafischen Qualität zu tun hat, ist die Möglichkeit, das Gelände im Spiel zu verändern. Zum einen lassen sich mit Dynamit Berge wegsprengen und auf diesem Weg neue Durchgänge schaffen. Zum anderen ist es aber auch nett zu sehen, wie sich die Flüche der geplünderten Tempel auf die Landschaft auswirken. Aber am meisten gefreut hat mich in der Hinsicht eine Erfahrung, die ich mit einer Leuchtpistole gemacht habe. Die hat eben nicht nur, wie sie sollte, die Karte aufgedeckt, sondern, weil ich mit ihr auf ein Geländefeld geschossen habe, das sich als Wald herausstellte, auch gleich dadurch ein Feuerchen verursacht, das sich schön verbreitet und damit den ganzen Wald abgefackelt hat. Sicherlich keine technische Meisterleistung, aber solche Kleinigkeiten sind immer schön zu sehen. Die Stärke des Spiels liegt hier jedoch auf jeden Fall in den Geschichten, die sich darin ergeben. Die unterschiedlichen Events wiederholen sich zwar nach einer Weile sehr stark, wie dieser verdammte Baum, aber es gibt auch nach 10 Stunden immer noch vereinzelte neue Ereignisse zu entdecken. Die Charaktere mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften und ihrer Startausrüstung beeinflussen das Spiel zwar nur minimal, können einen aber in die eine oder andere Richtung stoßen, sodass man beispielsweise auch mal kämpferischer herangeht. Ich denke, so um die 10 bis 15 Stunden Spielzeit sind aus dem Spiel auf jeden Fall herauszuholen, bevor man sich anfangen wird zu langweilen. Einige dieser Stunden sind aber eben auch sehr frustbehaftet und ich denke, gerade was die Glücksfaktoren betrifft, hätte man das Spiel noch etwas entschärfen können.
Wenn man aber damit klarkommt, sich auch hier und da zu ärgern, kann ich das Spiel durchaus auch für den Vollpreis von 15 € empfehlen. Insgesamt würde ich dem Spiel aber eben nur einen Daumen halb nach oben geben, denn für mehr war mir persönlich dann doch zu viel Glück und Frust mit dem Spiel, bei zu wenigen Möglichkeiten das Spiel deutlich anders anzugehen, was wiederum zu im Verhältnis geringer Wiederspielbarkeit führt, die aber eben durchaus für die zuvor genannten 10 bis 15 Stunden ausreicht. Wie immer hoffe ich, einen guten Eindruck zum Spiel gegeben zu haben und würde mich über eine Bewertung des Reviews freuen. Eine Übersicht aller meiner Reviews und Let's Plays findet ihr auch auf www.ndnw.net. Ich verabschiede mich und werde nun wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen. Bis zum nächsten Mal.